Bruno Gröning war in den 50er Jahren als Wunderheiler bekannt geworden, als unfassbare Heilungen berichtet wurden und Zehntausende Menschen zu seinen Wirkungsstätten strömten. Er wollte den Menschen helfen, den Menschen, die glaubten, er könne ihnen helfen. Und ich habe den Eindruck, dass er vielen von ihnen tatsächlich helfen konnte und auch, soweit er arbeiten durfte, geholfen hat. Bekannt wird er im Frühjahr 1949, als im westfälischen Herford von aufsehenerregenden Wunderheilungen berichtet wird. Schnell beginnt ein Medienrummel, der das ganze Land über Monate in Atem hält. Die Presse erklärt Gröning zum Wunderdoktor. Zeitungen und Zeitschriften aus ganz Deutschland schicken ihre Berichterstatter. Ich war damals Reporter bei der Abendzeitung in München, 20 Jahre alt, ehrgeizig natürlich. Und es kamen Meldungen aus Herford über einen sogenannten Wunderdoktor Gröning. Und da wurde ich darauf dahin geschickt. Es war eine Gegend, die ich überhaupt nicht kannte. Und jedenfalls kam ich abends an und vor dem Haus war eine riesige Menschenmenge. Es war dunkel und es hat geregnet, soweit kann ich mich erinnern. Und weil sich eben das wie ein Lauffeuer rumgesprochen hatte, dass er da Menschen heilen kann in größeren Mengen, war der ganze Wilhelmsplatz voller Leute, Lahme, Kranke aller Art, Gebrechliche, mit Stöcken, mit Bahren, mit Rollstühlen. Und ich konnte also in der Nacht wohl noch, oder ich war länger, ich war 2 Tage dort, jedenfalls im Laufe dieser Zeit einige Spontanheilungen erleben und habe die so beschrieben. Vom Hof her kommt die Kunde, dass sich ein Gelähmter plötzlich erhoben habe. Ich eile hin. Adalbert Schneider aus Derschlag, seit 3 Jahren völlig beingelähmt, ist mit Unterstützung seiner jungen Frau aufgestanden und etwa 20 Meter gegangen. In dieser Nacht und am darauffolgenden Samstag notiere ich unter anderem noch folgende Heilungen. Cäsar Zielinski aus Lottinghof, dem durch Blutkreislaufstörung das linke Bein und der rechte Arm gelähmt gewesen sind, innerhalb von 3 Minuten völlig geheilt. Regina Schmidt, 14 Jahre alt aus Porz, seit 11 Jahren gelähmt, kann plötzlich den steifen Fuß wieder bewegen. Aus Köln kommt ein Lastwagen mit 16 Personen. Ja, ich bin also aufmerksam geworden, weil in Köln-Rath habe ich ja früher gewohnt. Und da ist eine Schwester, eine Mann und Frau, hat mir davon erzählt. Und da haben wir uns so zusammengetan, weil viele kranke Leute auch da in Rath waren. Und da haben mein Onkel gesagt, ich fahre euch alle mit dem Laster mal dahin. Haben uns also zusammengetan und sind nach Herford gefahren. Als Barbara Kaas nach Herford kommt, leidet sie bereits seit über 3 Jahren an schweren Nervenanfällen. Das fing an mit Schüttelfrost, dann Hitzewellen. Da musste ich platt hinlegen. Das war, habe ich ein paar Tage immer liegen müssen. Das war ganz furchtbar. Immer da, die Zähne klappern immer und meine Mutter musste mir immer ein paar Plümmers überdenken. So kalt war es mir dann. Und dann wieder eine furchtbare Hitzewelle. Dann der Kopf, dachte ich, wäre mir geplatzt. Oben der Schädel. So Schmerzen hatte ich halt. Und kein Arzt konnte mir helfen da. Es war ein großes Haus gewesen und sehr viele Menschen. Das waren tausende Menschen, die da standen, alle, die wir ankamen. Und da muss man noch eine Zeit warten, da kam der Gröning. Dann ist sie ganz hochgegangen auf den Balkon. Und dann hat er nachher gefragt, wer hat denn jetzt was verspürt? So am Körper. Und da konnte ich mit hochzeigen, einen Arm hochheben, nicht? Und da habe ich gespürt, also das war ein komischer, also ein furchtbarer Schmerz. Wie Strom ging das vom Fuß an. Kribbelig und Fuß bis Körper, der ganze Körper, bis in den Kopf hinein. Und dann, kurz war das aber nur, bis in den Kopf, wie weggeblasen. Fort war es. Das war so was Eigenartiges. Da fühlte ich mich ganz freier und leichter. Und nie mehr sowas bekommen. Also, da bin ich jetzt so sprachlos drüber. Gottfried Kaltz erlebt, wie Bruno Gröning in Bielefeld eine Frau besucht, die seit über 25 Jahren gelähmt war. Da sagte er, Frau Weber, ich sage Sie, stehen Sie bitte auf. Sie können laufen, kommen Sie zu mir hin. Und siehe da, Frau Weber stand auf und ging auf Bruno Gröning zu. Eine Frau, die 25 Jahre nicht mehr, keinen Schritt mehr gemacht hat.
Ich stand auf und ging zu ihm hin. Es klingt wie ein Märchen, aber das sind Tatsachen. Dass ich gesund aus dem Kriege nach Hause kam, war nicht so freudig als wie diesen Moment. An sowas, dass dies möglich sein konnte, haben wir nicht gedacht. Im Sommer 1949 kommt es auf einem Pferdegestüt in Bayern zu spektakulären Massenheilungen. Zehntausende Menschen strömen täglich zum Rosenheimer Traberhof, um Gröning zu sehen. Auch aus dem Ausland kommen Kranke. Es ereignen sich unfassbare Szenen. Das war ja ein richtiger Trubel. Alle Zeitungen waren voll. Ne? Und nun war natürlich jeder gespannt, was wird kommen. Und jeder war in einer gespannten Haltung. Ne? Und als wir in der Nähe des Traberhofes kamen, mit einmal Hosianna, Hosianna, Hosianna. Ich habe das heute noch im Ohr. Das war erschütternd. Und was war geschehen? Es war eine ältere Dame, das war die Großmutter, die hatte ihren Enkel dort und der war gelähmt, den hat sie spazieren gefahren in einem Wagen und der stand plötzlich auf und ging. Und das war eine Sensation, also ich höre heute noch, das war wirklich eine Sensation. Der stand plötzlich auf und ging und war jahrelang gelähmt gewesen. Wo Bruno Gröning auftaucht, ist er von Heerscharen von Kranken umlagert. So heißt es am 2. September 1949 in der Münchner Abendzeitung. Gestern Abend und heute Nacht kam es in München an 3 Plätzen der Stadt zu riesigen Menschenansammlungen, die auf den Wunderdoktor Bruno Gröning warteten, um von ihm geheilt zu werden. Polizei versuchte mit Streifenwagen und dem Überfallkommando die Ordnung aufrechtzuerhalten. Vor dem Hettlagerhaus versammelten sich bis tief in die Nacht hinein, trotz des strömenden Regens, etwa 4000 Menschen. In Nymphenburg vor der Wohnung eines Arztes etwa 1500 Menschen. Die gleiche Anzahl am Alpenplatz. Der Journalist Rudolf Spitz berichtet Ähnliches. Um 19 Uhr standen Tausende in der Sonnenstraße. Um 22:30 Uhr standen sie noch. Ich habe in 5 Jahren Krieg viel erlebt. Nie aber war ich erschütterter als in den 4 Stunden, in denen ich Bruno Gröning gegenüber saß und eine grauenhafte Parade des Elends und der Leiden erlebte. Epileptiker, Blinde und Gelähmte auf Krücken drängten zu ihm. Mütter hielten Gröning ihre gelähmten Kinder entgegen. Es gab Ohnmächtige. Schreie klangen auf, flehende Hilferufe, Bitten, Wünsche, Stoßseufzer. Doch das Geschehen um Bruno Gröning ruft auch Widerstand hervor. Obwohl sich in Bayern sogar Innenministerium und Ministerpräsident für Gröning aussprechen, verschärft sich der Ton merklich. Da gab es ja dann einige Herren Professoren auch, die sich bemüßigt gefühlt haben, den als Scharlatan hinzustellen und alles nur als Suggestion oder sonst wie oder als Selbstsuggestion zu bezeichnen. Das war natürlich sehr einfach gesagt. Die haben sich nicht näher mit dem Phänomen befassen wollen. Das passte ihnen auch nicht in ihr schulmedizinisches Weltbild. Seit Bruno Gröning in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist, steht er unter Beobachtung der Behörden. In Herford hatte er schon Anfang Mai 1949 Heilverbot erhalten und auch in Bayern wird ihm trotz des anfänglichen Wohlwollens im September 1950 das Heilen verboten. In der Folge kommt es 1951-52 in München zu einem Prozess unter dem Vorwurf der unerlaubten Ausübung der Heilkunde. Doch nicht nur seine Anhänger halten das Vorgehen der Behörden für überzogen. Man hätte ihn nicht verbieten brauchen, das war auch gar kein Anlass. Und der Ministerpräsident Ehard selber hat gesagt, man muss ihn wirken lassen. Natürlich muss das in geordnete Bahnen gebracht werden, aber das Gesetz war eigentlich nicht so, dass es, also ich kann das jetzt als Nicht-Jurist gar nicht beurteilen, aber an dem hatte ich nie irgendeinen Anstoß gesehen. Gröning wird freigesprochen, allerdings fordert man ihn ausdrücklich auf, sich künftig ohne staatliche Genehmigung jeder Heiltätigkeit zu enthalten. Um eine weitere Konfrontation mit dem Gesetz zu verhindern, lässt Gröning einen Verein gründen. Der Gröning-Bund soll ihm den Rücken für sein geistiges Wirken freihalten. Für die Hilfesuchenden und Geheilten ruft er Gemeinschaften ins Leben. Hier kommen seine Freunde zu sogenannten Gemeinschaftsstunden zusammen, befassen sich mit seiner Lehre und berichten von ihren Erfolgen.
Bruno Gröning selbst tritt im Rahmen dieser Gemeinschaftsstunden lediglich als Redner auf und hält Glaubensvorträge, übt aber keinerlei heilerische Tätigkeit aus. Trotzdem geschehen auch weiterhin unerklärliche Heilungen. Wir haben ein Zimmer ausgeräumt und haben das mit Maurerstielen versehen, auf Böcken. Und da konnten 60 Personen Platz nehmen. Die haben wir ohne weiteres reingebracht. Und nun haben sie auf der Tragbare ein Mädchen reingetragen, die war kaum 18 Jahre alt. Und haben sie die Tragbare so außerhalb hingestellt. Das Mädchen war gelähmt, völlig gelähmt und wurde im Lauf des 4-stündigen Vortrages, ohne dass der Bruno Gröning irgendwas dazu getan hat, geheilt. Und am Schluss, nach 4 Stunden Vortrag, ist sie über alle Bänke hinübergestiegen und wieder hinausgegangen. Ich habe einen Blinddarmreiz. Der Doktor, der sagte, das müsste operiert werden. Und es wäre sogar sehr dringend. Also ich habe auch schwere Schmerzen gehabt dran. Nachdem Bruno Gröning da war, waren die Schmerzen nicht mehr so stark. Und nach einem Vierteljahr kam er wieder. Und da musste ich ihm sagen, die Schmerzen sind weg. Und die Schmerzen sind so gut weg, dass sie heute noch weg sind. Aber der Blinddarm ist noch drin. Trotz oder gerade wegen solcher Heilungen wird Bruno Gröning 1955 erneut unter Anklage gestellt. Vor dem Münchner Landgericht beginnt ein spektakulärer Prozess, der zum Medienereignis wird und sich über 4 Jahre hinzieht. Für Gröning eine äußerst schmerzhafte Erfahrung. Er hat mir leid getan. Er hat mir ja damals schon leid getan, weil ich ja, wie gesagt, den Eindruck nicht los wurde, dass er ausgenutzt wird. Und infolgedessen hat meiner Frau und mir leid getan. Ende November 1958 reist Gröning mit seiner Frau nach Paris. Während in München der Prozess in die entscheidende Phase geht, lässt er sich von einem befreundeten Krebsspezialisten in der Clinique Henner unweit von Montmartre untersuchen. Die Diagnose lautet Magenkrebs in fortgeschrittenem Stadium. Das Ende des Prozesses erlebt Bruno Gröning nicht mehr. Trotz 2 Operationen am 8. Dezember und 22. Januar stirbt er am 26. Januar 1959 in Paris. Für viele Freunde Bruno Grönings ist die Nachricht von seinem Tod ein Schock. Mein Gefühl war nur, ich konnte es nicht begreifen. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte auch nicht weinen, nichts. Ich war ein bisschen, sagen wir, traurig oder betrübt, dass er so früh gegangen ist und nicht mehr länger wirken konnte. Ja, wir haben gedacht, jetzt ist Schluss. Wir haben uns noch ein paar Mal getroffen und jeder hat ja geglaubt, das geht nicht mehr weiter. Die Witwe lässt den Leichnam Bruno Grönings in einem Pariser Krematorium einäschern und überführt die Urne nach Deutschland. Am 5. Februar findet in Plochingen die Totenfeier statt, wenige Tage später im hessischen Dillenburg die Beerdigung. Am 18. Februar 1959 erklärt das Bayerische Oberste Landesgericht den Prozess gegen Gröning durch Tod des Angeklagten für erledigt. Zur Verkündung eines Revisionsurteils kommt es nicht mehr. So wird in dem sich über 4 Jahre und 3 Instanzen hinziehenden Rechtsstreit nie ein endgültiges Urteil gesprochen. Die meisten Freunde Bruno Grönings zerstreuen sich nun. Doch einzelne wenige glauben an eine ungewöhnliche Vorhersage von ihm. Ich habe mir gedacht, es ist eigentlich schade, dass man nicht mehr sieht, aber er hat ja gesagt, wenn ich einmal heimgegangen sein soll, dann bin ich noch immer unter euch. Ja, er hat gesagt, und wenn ich nicht mehr bin, dann wird allen, die um Hilfe bitten, auch geholfen werden, wenn sie es so machen, wie ich sage. Er sagte immer, ich bin nicht weg, wenn ich mal nicht mehr körperlich auf dieser Erde bin. Ich bin immer noch da. Das war seine Überzeugung.